David Copperfield ist der berühmteste und reichste zeitgenössische Illusionist. Sein Name ist zu einem Symbol geworden und jeder verbindet ihn mit Magie. Ich weiß, und wie unmöglich es ist, dass Copperfield nicht nur um seine Reize, sondern auch um sein Privatleben eine Aura des Mysteriums aufrechterhält. Einige seiner Tricks hat bis heute niemand gesehen. Dank ihm verliebten sich 1000 junge Menschen in die Welt der Magie und Illusionen. Wie hat er es geschafft, solche Ergebnisse zu erzielen, wo sich der Illusionist derzeit befindet? Heute werden wir darüber sprechen, was er tut. David Seth Kotkin wurde am 160919156 in einer kleinen amerikanischen Stadt im Bundesstaat New Jersey in eine gewöhnliche Familie geboren. Seine Mutter arbeitete als Versicherungsvertreterin. Sein Vater besaß schon in jungen Jahren ein Herrenbekleidungsgeschäft. David hatte ein sehr gutes Gedächtnis, er konnte sich durch Zuhören an die Tora erinnern und im Alter von 4 Jahren sah er zum ersten Mal die Magie seines Großvaters mit Spielkarten und wiederholte sie sofort. Ein Besuch in einem Geschäft mit Zauberartikeln in New York öffnete David den Zugang zu einer riesigen Welt der Magie, der Junge wollte sie kennenlernen und jede Minute seiner Freizeit opfern. Seine Eltern förderten sein Interesse an Tricks und Zauberei. Bereits im Alter von 7 Jahren demonstrierte David den Besuchern der örtlichen Synagoge öffentlich seine eigene Magie. Als er 10 Jahre alt war, begann er unter dem Künstlernamen Bojo in seiner Nachbarschaft aufzutreten. Im Alter von 12 Jahren wurde er in die Society of American Magicians aufgenommen. Er wurde damit das jüngste Mitglied, mit 16 Jahren unterrichtete er bereits Zauberei an der New York University. Im Jahr 1917 schloss David die High School ab und wurde zum Studium an der Fordham University in New York angenommen. Allerdings brach er sein Studium bereits nach 3 Wochen ab, um die Hauptrolle im Chicagoer Comedy Musical Magic Man zu übernehmen. Zu dieser Zeit begann er, den Künstlernamen David Copperfield zu verwenden, den er einem Roman von Charles Dickens entlehnte. Das Musical, in dem der Jugendliche größtenteils sang und Originalzauber vorführte, stieß 19177 auf begeisterte Resonanz beim Publikum. Nicht lange vor seinem ersten Geburtstag präsentierte Copperfield auf dem ABC-Fernsehsender seinen ersten Teil des ABC-Fernsehsenders, der David bei der Ausführung seiner Zaubernummern unterstützte. Der Erfolg dieser Show beeindruckte das Management eines anderen Fernsehsenders, CBS. Sie bot dem Illusionisten an, die magische und charmante Show des Autors David Copperfield zu moderieren. Ihre Eltern unterstützten sie damals auf jede erdenkliche Weise, sie stellten spezielle Pakete für die Kunden ihres Ladens her. Die Idee, spektakuläre Zauberei aufzuführen, kam Copperfield in den 80er Jahren. Gewöhnliche Zauberei war einem Mann nicht genug, also er beschloss, etwas Größeres zu tun. Copperfield begann umfangreiche und großflächige Illusionen zu schaffen. Das Publikum war beispielsweise im 4. Band von Magic and Magic von David Copperfield regelrecht geschockt. In Episode 5 verschwand ein 7-Tonnen-Flugzeug. Sie ließ die Freiheitsstatue verschwinden. Dieser Trick wurde ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen und die Erlaubnis zur Ausführung erteilte US-Präsident Ronald Reagan persönlich. Wenig später flog Copperfield über den Grand Canyon im Bundesstaat Arizona, dann flog er regelmäßig über die Köpfe des Publikums auf der Bühne, und laut Copperfield selbst hat er diesen Trick 7 Jahre lang vorbereitet, um zu zeigen, dass der Flug ist real ohne Sicherung und das Seil fliegt durch die rotierenden Reifen, er fliegt in eine Glasbox und fliegt darin umher, während die einzelnen Darbietungen des Karpfenfilets einen trainierten Falken benutzen können, ein anderes Mal mit einem freiwilligen Mädchen an seinen Händen fliegen wie Superman. David führt einen weiteren spektakulären Trick durch, als er die chinesische Mauer durchquert. Darüber hinaus ließ Copperfield vor den Augen eines staunenden Publikums 1 Wagen des Orient Express verschwinden, inszenierte eine Flucht aus einem Safe in einem zur Sprengung vorgesehenen Gebäude und aus dem berühmten Alcatraz-Gefängnis und reiste auch durch die Gegend des Bermuda-Dreieck. Es liegt auf der Hand, dass er diese großen und grandiosen Aufführungen alleine nicht hätte organisieren können. In seinem Team arbeiteten über 300 Personen, von denen 80 für den technischen Teil der Illusionen verantwortlich waren. Alle Sets und Utensilien der Show wurden in riesigen Lastwagen transportiert. Um die Geheimhaltung zu wahren, verbot David die Kontrolle des Frachtinhalts an Grenzübergängen. Seine Magie trotz aller Bemühungen gelang es später mehreren anderen Zauberern, die Geheimnisse einiger seiner Tricks zu lüften. Es sollte beachtet werden, dass nicht alle Aufführungen mit Erfolg endeten.
Beispielsweise wurde David 1918 bei der Probe des Tricks Flucht vor dem Tod mit Handschellen gefesselt, in Ketten gefesselt und in einen Wassertank getaucht. Der Zauberer verhedderte sich jedoch in den Ketten und schloss sich im Wasser ein. Sie zogen den Illusionisten erst nach einer Minute und 20 Sekunden heraus. Ein anderes Mal schnitt Copperfield bei einem Schnurz aber die Spitze seines Fingers ab, die von Ärzten sofort wieder angenäht wurde. Ende der 1980er Jahre war das aus 9 Profis bestehende Feld zum gefragtesten und berühmtesten Zauberer der Welt geworden. Er trat erstmals in Michael Jacksons Musikvideo zu Pounds Only Gale auf und spielte die Rolle eines Zauberers im Horrorfilm Ghost Train. Später spielte er sich auch selbst in verschiedenen Serien. Und im Film 7 Days in Hell. Im Jahr 1919 führte der Zauberer einen weiteren beeindruckenden Trick vor. Gefesselt und eingesperrt in einer brennenden Kiste wurde er den Niagara hinuntergelassen. Zuschauer sahen den Illusionisten an einem Seil hängend, unmittelbar nachdem er von einem Hubschrauber aus dem Wasser gezogen wurde. Im Jahr 1919 stellte David neue Rekorde auf, als er während einer zweimonatigen Deutschland-Tournee 115 Konzerte gab und $35 Millionen einspielte. Im selben Jahr lernte Davis bei einem Gala-Konzert in Berlin das Supermodel Claudia Schiffer kennen. Im Januar des folgenden Jahres gab das Paar seine Verlobung bekannt. Während ihrer Beziehung trat Claudia mehrmals als Assistentin in Davids Shows auf. Später im Jahr 1919 wurde in der ersten französischen Zeitschrift eine Kopie des Vertrags veröffentlicht, wonach Claudia $250.000 pro Jahr sammeln sollte. Für die Rolle des Karpfens auf dem Feld der Braut. Der Vertrag verbot Claudia als Vertragsbonus öffentliche Auftritte mit anderen Männern, das Model erhielt von David regelmäßig teure Geschenke, über die in der Presse berichtet werden musste. Tickets für seine Shows in verschiedenen Teilen der Welt und Abendessen in Restaurants wurden von angeheuerten Paparazzi beobachtet. Auch sie wurden aus Davids Geld bezahlt. Das Paar reichte eine Klage ein und forderte von AO Schadensersatz in Höhe von $30 Millionen. Einige Jahre später gewann er die Klage. Im Jahr 1919 verklagte Copperfield den Zauberer und Autor Herbert Becker, um die Veröffentlichung von The Secret of Great Magic zu verhindern. Darin wollte er laut Karpfenfeld einige Geheimnisse seiner Tricks preisgeben. Der Streit wurde außergerichtlich beigelegt und das Buch veröffentlicht. Allerdings wurden die Details der Karpfenfilmagie daraus entfernt. Später versöhnten sich die beiden Illusionisten und wurden gute Freunde. Im Herbst desselben Jahres organisierte der Illusionist eine Europatournee mit ausverkauften Auftritten in Paris, London, Mailand, Wien, Zürich und anderen Städten. Nach Informationen des Forbes-Magazins erstellte er eine jährliche Ausgabe und eine Gage von $55 Millionen für das Feld. Kein anderer Illusionist hatte bis zu diesem Zeitpunkt im gleichen Zeitraum so viel Geld verdient. Im Jahr 1919 wurde David einer der Zauberer, der seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame hatte. Ein Jahr später erfüllte er sich seinen alten Traum. Sie treten am Broadway auf und präsentieren hier ihre Show aus Träumen und Albträumen. In 5 Wochen spielte die Show mehr als $6 Millionen ein. Es stellte einen Rekord für die Anzahl der verkauften Tickets in einer Woche am Broadway auf. Außerdem wurden seine Träume und Albträume zu einer Illusions-Show, die für einen Emmy Award in der Kategorie Showbusiness nominiert wurde. Insgesamt wurde David 38 Mal für diese Auszeichnung nominiert, 21 Mal gewann er 1999 die begehrte Statue. Copperfield und Claudia Schiffer lösten ihre Verlobung wegen gegenseitiger Arbeitsbelastung zwischen 1978 und 2001 auf. David trat mehr als 150 verschiedene auf Arten von Magie und die Illusion seiner Show wurden übertragen. Weltweit und von mehr als 3 Milliarden Zuschauern gesehen. Bereits 2001 gab Copperfield unerwartet seine Absicht bekannt, eine Familie zu gründen. Die Journalisten entdeckten, dass das 22-jährige belgische Model Amber Frisk die neue Auserwählte von Copperfield wurde, mit der er seit 5 Monaten zusammen war. Ein Jahr später trennten sich David und Amber jedoch gleichzeitig. Copperfield war mit dem estnischen Model Marula Jorna zusammen, aber als er sich mit der Fernsehmoderatorin Zoa Uribe einließ, stellte sie ihm ein Ultimatum: entweder ich oder sie. David entschied sich für Zoa. Ich habe sie vor nicht allzu langer Zeit im Jahr 2005 verlassen. David begann mit dem tschechischen Model Maria Perlikova auszugehen.
Sie gebar ihm einen Sohn, während sie mit einem anderen Mann verheiratet war. Das Model ließ die Vaterschaft des Zauberers anhand eines DNA-Tests bestätigen. David war Maria dankbar, dass sie die ganze Angelegenheit nicht vor Gericht brachte und nicht zuließ, dass sie in den Medien ans Licht kam. Das Model erzählte dem Illusionisten alles in einer so zärtlichen Atmosphäre, dass Maria bald 2 Kinder bekam, die David gestern diesmal nie als seine Familie betrachtete. Allerdings unterstützte und besuchte er die Kinder finanziell in der Villa, die er für 1,5 Millionen $ für sie in Las Vegas gekauft hatte. Im Jahr 2006 versuchten Räuber auf der Straße, Carp Field anzugreifen und töteten seine beiden Assistentinnen mit einer auf ihn gerichteten Waffe. Das Karpfenfilet benutzte seinen leeren Taschenanhänger und teilte der Polizei dann das Kennzeichen des Autos mit dem die Angreifer losfuhren. Im selben Jahr lernte David Copperfield bei einer Modenschau das Model Crew Gosselin kennen, mit dem er 4 Jahre später, Februar 2010, noch immer zusammenlebt. Aus dem Café bekamen sie eine Tochter, doch eine Zeit lang gelang es dem Paar, die Geburt des Kindes vor Journalisten zu verbergen. Im Jahr 2013 wurde eine Klage gegen den Illusionisten eingereicht, wonach einer der Zuschauer während des Auftritts des Zauberers verletzt wurde. 5 Jahre später befahl ein Gericht im Bundesstaat Nevada dem Karpfenfeld, das Geheimnis seines Tricks, Menschen verschwinden zu lassen, preiszugeben. Wie sich herausstellte, fiel Gavin Koda die Treppe hinunter, als er nach dem Plan der Karpfenwildnis den Tatort unauffällig durch einen Geheimgang verlassen sollte. Im Jahr 2800 führte der 62-jährige Illusionist die Liste der bestbezahlten Zauberer an. Laut Forbes Magazin mit einem Gesamtvermögen von 875 Millionen $. Mittlerweile wird der Wert des Vermögens des Zauberers auf 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Seit vielen Jahren tritt Copperfield regelmäßig in der Show im MGM Grand Hotel in Las Vegas auf und verdient 50 Millionen $ im Jahr. Abgesehen von den Einnahmen aus dem Verkauf von Werbematerialien und Souvenirs entließ David seine Mitarbeiter nicht, obwohl die Show während der Pandemie 2020 nicht stattfand, sondern zahlte ihnen weiterhin Löhne aus seinen persönlichen Ersparnissen. Carp Field versteigerte eine Bibliothek magischer Künste für 2 volle 2 Zehntel. Auf dieser Grundlage baute er mit Millionen von Dollar ein internationales Museum und eine Bibliothek für magische Künste in Las Vegas auf und investierte mindestens 200 Millionen $ in die Sammlung, Restaurierung und Aufbewahrung seltener Exponate. Der Wert der Sammlung wird auf 500 Millionen $ geschätzt. Es umfasst mehr als 150.000 Artikel. Damit handelt es sich um die weltweit größte Sammlung von Büchern und Artefakten über Magie und Zauberei. Ein weiterer Bereich, in den Copperfield stark investiert, sind Immobilien, deren Gesamtwert schätzungsweise in dieser Größenordnung liegt. Von 200 auf 300 Millionen $. Copperfield besitzt 11 Inseln auf den Bahamas mit exklusiven Spaß, in deren Erwerb und Entwicklung er rund 100 Millionen $ investierte. Die bekannteste Insel dieses Archipels ist die Insel Male im Atlantischen Ozean, die abgelegen in der Nähe von Kuba liegt. Auf dieser Insel errichtete Carp Field einen Spa-Komplex für 25 Personen mit einem Kino am Strand, dessen Besucher von 30 Personen betreut werden Mitarbeiter. Jeder Urlauber hat hier seinen persönlichen Koch. So verbrachten beispielsweise Bill Gates, Oprah Winfrey und der Gründer von Google Sergey Brin ihren Urlaub auf dieser Insel. Der Illusionist besitzt auch ein 4-stöckiges Penthouse im Zentrum von New York mit einer Nutzfläche von 900 Quadratmetern mit Terrasse und ein Dachgarten von ca. 550 Quadratmetern. David kaufte 19.197 18-Zimmer-Wohnungen für 7,5 Millionen $. Derzeit wird sein Wert auf mehr als 60 Millionen $ geschätzt. Las Vegas Karpfenfilet und seine Frau wohnen in einem Skylift-Penthouse, das vom MGM Hotel zur Verfügung gestellt wird. Die Leistungen von David Copperfield sind beeindruckend. Er wurde zum Magier des Jahrhunderts und zum König der Magie ernannt, gewann den prestigeträchtigen Preis der Librairie of Congress, ist eine lebende Legende und wurde von der französischen Regierung zum Ritter geschlagen. Außerdem hält es 11 Guinness-Weltrekorde, darunter die größte Anzahl an Zaubershows in einem Jahr. Die größte Illusion aller Zeiten und die meisten von einem Künstler verkauften Tickets. Es gab Zeiten, in denen David 30 Auftritte als Solist absolvierte. Er überprüfte monatlich und immer persönlich alle Details im Zusammenhang mit der Erstellung und Vorbereitung der Show ohne Agenten und Manager. Er ist wirklich der größte Workaholic im Showbusiness.
Und das sind alles Freunde. Geben Sie ein Like, wenn Ihnen das Video gefallen hat, schreiben Sie Kommentare und bis bald.